Ein Mountainbike für aktuell ja knapp 800 Euro. Naja, nicht jeder hat gleich mehrere tausend Euro zur Verfügung für ein E-Bike eines Premium-Herstellers und vielleicht ist dann so ein preiswertes E-Bike tatsächlich eine Alternative. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. In diesem Video geht es um das Eleglide M1 Plus, ein Mountainbike mit Shimano-Schaltung. Was kann das Ding? In diesem Video ein Unboxing, die Montage, mein Ersteindruck und natürlich ein Fahrtest. So, jetzt legen wir aber los. Gut, dann legen wir mal los, was hier in dem großen Karton alles drin ist. Eine Box und noch eine Box. Ich rate, das Netzteil, das Ladegerät. Richtig geraten, das Ladegerät. User Manual in mehreren Sprachen, Deutsch ist auch dabei. Ein paar Reflektoren, ich finde die ja ganz räudig, aber STVO. Und ein Rückstrahler. Die Pedale, ein Getränkehalter, Werkzeug für die Montage und das ist was ganz Besonderes, aber Verbot. Das ist nämlich ein E-Griff. Das heißt, den könnt ihr an das System anschließen und dann habt ihr hier wie beim E-Scooter oder wie beim Mofa die Möglichkeit, hier Gas zu geben und permanent zu fahren. Ist verboten, verboten, verboten. Dann machen wir uns an die Kiste. Ja. Boing. Gut, dann jetzt im Schnelldurchlauf die ganzen Pappen und den ganzen Sicherungsschutz abmachen. Das ist gut verpackt, das ist sicher verpackt, damit keine Kratzer rankommen. Ja, heutzutage in Sachen Nachhaltigkeit ein bisschen weniger Styropor wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Pappe geht auch. Siehst du noch was passiert? Hallo, Eleglide M1 Plus. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich räume jetzt ein bisschen auf und dann geht's an die Montage. Der ganze Verpackungsmüll ist weg und ich habe das Eleglide M1 Plus jetzt hier aufgebaut, fertig zur Montage. Und zwar fangen wir an mit dem Lenker. Eigentlich relativ simpel. Ihr müsst hier den Lenker einmal anflanschen und dann habt ihr 4 Schrauben. Da immer darauf achten, dass ihr die, wenn ihr sie eindreht, immer schön über Kreuz eindreht. So, jetzt ist es erstmal ganz grob fixiert und jetzt könnt ihr mit dem beiliegenden Werkzeug die Schrauben festdrehen, aber achtet immer über Kreuz, das heißt nicht fest andrehen, sondern erstmal locker und dann im Uhrzeigersinn über Kreuz festdrehen, wenn ihr die richtige Position habt. Okay, damit ist der Lenker erstmal dran. Als nächster Part die Lampe. Hier ist dafür eine Schraube dabei, reinschrauben, justieren, die richtige Höhe könnt ihr dann später, so dass sie erstmal handfest ist. So, als nächstes wird der Sattel montiert, einfach, dann kann ich nachher Sattel und Lenker, Fahrrad auf den Kopf stellen und dann den Vorderreifen montieren. Das machen wir mal ein bisschen weiter runter. Schön hier, Schnellspannverschluss, mag ich gerne, bisschen anziehen. Fertig. Dann drehen wir den Bruder jetzt um. Upsi. Genau. Und haben jetzt hier ideal die Möglichkeit, das Rad zu montieren. Und das ist eigentlich ganz simpel. Klar, die Seite nehmen, hier, wo die Scheibenbremse ist. Und dann habt ihr 2 Unterlegscheiben und die müssen genau dazwischen montiert werden. Etwas schade, ihr habt keinen Schnellspannverschluss vorne, sondern feste Muttern. Ich mag das eigentlich an Fahrrädern, wenn vorne ein Schnellspannverschluss ist, vor allen Dingen, wenn man es irgendwie transportieren muss, Vorderrad schnell raus, leider nicht. Ja, also wirklich ganz simpel. Jetzt drehen wir das Rad wieder um, stellen es auf den Ständer und jetzt sieht es schon aus, fast wie ein Fahrrad. Das Einzige, was noch fehlt, die Pedale. Ganz einfach. Die sind markiert links und rechts, könnt ihr auch nur in eine Richtung festschrauben. Dann haben wir hier noch ein Katzenauge, kommt hier hinten an den Sattel ran und ihr habt auch noch mit im Lieferumfang für die Speichen, die montieren wir,
jetzt aber nicht. Ja, die Montage kinderleicht. Insgesamt braucht ihr dafür vielleicht eine halbe Stunde. Und ihr wisst ja, zumindest die, die Tech for Fun kennen, dass ich, was Montagen angeht, eher zwei linke Hände habe. Aber selbst für so einen Deppen wie mich, der handwerklich echt nicht besonders begabt ist, gar kein Thema. Jetzt geht es um den Luftdruck, damit wir gleich mal fahren können. Könnt ihr hier an den Reifen ablesen oder aber auch in der Bedienungsanleitung. Und hier haben wir 40 bis 55 Psi. Machen wir mal 50. Ich bin faul, mache das elektrisch und gebe mal hier 50 Psi ein. Da seht ihr das. Einmal montieren und Kaffee trinken. Wir haben in Berlin aktuell so um die 32 Grad hochsommerliche Temperaturen. Da pumpe ich doch nicht selber. 46, 48, 50. Jawohl. Und das gleiche für das Hinterrad. Perfekt. So, wir haben alles aufgebaut. Luft ist drauf, der Akku lädt. Dann würde ich sagen, geht's jetzt mal raus. Ersteindruck direkt am Bike. Also hier die Schweißnähte, wenn ihr euch das hier mal anschaut, ordentlich, man sieht sie, aber ordentlich geschweißt. Ansonsten die Verarbeitung. Also ich sehe hier keine hohen oder großen Spaltmaße, das sieht alles recht vernünftig aus. Klar, für 800 € hier die Kabel oder die Stränge hier im Prinzip, die sind nicht im Rahmen, aber das, oder was will man da erwarten? Ansonsten, ja, Ausstattung, Shimano SR Sunone 42T, völlig okay. Der Sattel macht einen sehr guten Eindruck, bin ich gleich mal gespannt, wie komfortabel der ist. Rahmen sieht sehr gut aus, das Design, also ich muss sagen, das sieht nicht aus wie ein billig Rad aus dem Kaufhaus. Ja, auch die Pedale natürlich. Klar, das sind jetzt keine super hochwertigen Alupedale, die sind aus Kunststoff, aber völlig okay. Und bei dem Preis muss man das halt in Kauf nehmen. Aber ansonsten vorne der LED-Strahler, hier das Display von Ele-Glide. Ich schalte das mal ein. Groß, übersichtlich. Ihr habt hier mit der Plus- und Minus-Taste die 5 Fahrstufen. Dann habt ihr den Trip, den Akkustand, eure gefahrenen Kilometer und natürlich die Geschwindigkeit, die ihr aktuell fahrt. Ansonsten hier Schaltung vorne, hinten, die Bremsen mechanisch, keine hydraulischen. Das Display 1,75 Zoll groß, die Lenkerbreite 680 mm, finde ich wunderbar. Und ja, da habe ich jetzt Lust, eine Runde zu drehen und ihr seid dabei. Die Sitzhaltung ist wirklich bequem und heu. Ich bin auf 5 und der Motor bretzt ganz schön ab. Aber Sitzheizung habe ich leider nicht. Nein, Sitzhaltung wunderbar, also sehr bequem. Und ich merke auch vorne die Federgabel, dass sie gedämpft ist. Die schluckt die Vibration echt ganz gut. Also schönes Gefühl auf dem Rad. Wendekreis super. Immer wieder setzt der Motor ein. Dann will ich jetzt mal sehen, was können die Bremsen. Und voll rein. Ziehen super, kann ich ehrlich sagen. Ordentlich, ihr habt gesehen, Hinterrad ist ein bisschen weggedriftet, aber tolles Gefühl. Und ja, das sind keine hydraulischen Bremsen, aber mechanische und die packen richtig gut zu. Super. Ich hatte ja schon gesagt, der Drehmomentsensor fehlt, aber ganz ehrlich, so sehr fehlt er gar nicht. Ihr pedaliert 2-3 Mal und dann setzt der Motor schon gleich ein. Wunderbar. Und hier klappert nichts. Qualität ausgesprochen gut, ich höre nichts klappern, das läuft alles sauber und gerade. Auch die Schaltung wunderbar, schaltet super. Das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich höre jetzt mal auf zu treten. Den Motor kommt sehr schnell, immerhin 45 Newtonmeter.
und gibt ordentlich Power. Display hier selbst in der Sonne und zwischendurch scheint die Sonne immer mächtig drauf. Toll ablesbar, auch groß genug. Oft habt ihr bei E-Bikes ja so kleine Futzeldisplays, die kaum ablesbar sind. Und gerade wenn die Sonne scheint, habt ihr da überhaupt gar keine Chance. Das hier ist super. So, jetzt mal bergauf. Ungefähr 8% Steigung. Herrlich. Fahrstufe 5, 22. So, jetzt muss ich die Ladies da mal überholen. Jetzt hört er auf. 25,7, 24,9. Und jetzt kommt gleich noch mal ein schöner Anstieg. Und da bin ich mal gespannt. Also, das macht Spaß. Das lässt sich toll schalten. Sitzheizung. Das ist jetzt das zweite Mal Sitzheizung. Wahnsinn. Also Leute, bitte entwickelt für das Bike eine Sitzheizung. Sitzhaltung ist klasse und das Ansprechverhalten des Motors gefällt mir auch richtig gut. 27, jetzt arbeitet er nicht mehr. Und jetzt kommen wir gleich auf eine Steigung. Fahren wir extra langsamer. Stufe 5. Jetzt sind wir bei 19. So, jetzt pest der Motor los. Herrlich. Herrlich. Aber ordentlich. Jetzt wäre der Gasgriff natürlich super. Den habe ich euch ja gezeigt im Unboxing. Der ist leider verboten in Deutschland. Super. Wirklich ausgesprochen gut. Mann, Freunde, ich muss Sport machen. Ganz ehrlich. Ich muss Sport machen. Da fahre ich schon mit dem E-Bike und bin trotzdem außer Atem. So, Fahrstufe 5 und los geht's. Ah, jetzt habe ich den Gang zu hoch gewählt. Jetzt. Ja, der pest. Sehr, sehr schön. Gut, also, das war mein Fahreindruck und jetzt geht's ins Fazit. Klasse. Also, ich muss sagen, ich bin echt total überrascht. Ein Mountainbike mit 21 Gängen, Shimano-Schaltung, Scheibenbremsen, okay, keine hydraulischen, aber gut zupackende Scheibenbremsen, 250 Watt Motor für 800 Euro. Ich war mir vor meiner Review echt nicht klar oder im Klaren darüber, ob das jetzt Schrott ist oder nicht. Eindeutige Antwort, nee. Das ist ein super E-Bike für Einsteiger. Wunderbar. Also der Fahrkomfort, klasse. Der Motor packt ordentlich zu. Dann der Akku, abnehmbar. 450 Wattstunden Kapazität. Das ist echt super. Na klar, da fehlen ein paar Sachen. Sowas wie zum Beispiel, es gibt keine Schutzbleche vorne, hinten, kein Gepäckträger oder, was ich ein bisschen ärgerlich finde, dass wir hinten kein Rücklicht haben, nicht mal ein batteriebetriebenes, aber vorne das ist an die Bordelektronik angeschlossen. Akku ist abnehmbar, hervorragend, 12 Gang bzw. 3x7, 21 Gang, Getriebe, Schaltung, super. Also ganz klar, für mich, für Einsteiger im E-Bike-Bereich absolut eine Empfehlung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine tolle Woche. Tech for Fun.